meine Freunde, heute gibt es einen ganz besonderen Leckerbissen. Und zwar bekommt dieser 35i mit der 2E, 2 Liter Maschine, neuen Zahnriemen und alle Antriebsriemen. Natürlich tauschen wir die Rollen auch. Da wir hier einige Leitungen trennen müssen, ist es sicherer, wir machen erstmal die Batterie weg. Dann können wir mal hier anfangen Platz zu schaffen. Also erstmal der große Ansaugschlauch weg. Das kleine Schläuchchen können wir auch wegnehmen. Also mal alle Klemmen auf. So, der kleine, jetzt kann der große weg. Das können wir da auf die Seite legen. Dann machen wir hier die Kabel weg. Gibt es auch noch zwei, da hilft nur die lange Zange. So, jetzt können wir den Luftfilter und das ganze Luftfiltergehäuse abnehmen. Das können wir aber eigentlich drin lassen. Okay, hier geht es mal weg. Noch den Schlauch da unten weg. So, den Schlauch machen wir gleich ganz weg. Da hinten noch eine hübsche Klemme. Und dann kann der Schlauch da unten mal ganz raus. Oh je. Gummihalter und dann kann das Ding nach oben raus. Das ist jetzt die ganze Riemenparade. Hier beginnt es mit der Servopumpe, dann kommt der für die Lichtmaschine und dann sind wir am Zahnriemen. Jetzt müssen wir von der Servopumpe ausgehend abbauen. Unterhalb gibt es erstmal eine Verkleidung über die ganze Riemen, die demontieren wir zuerst. Die hat 8er Schlüsselweite, so ein paar Clipschrauben da. So, und dann ist das wieder ein typischer Einsatz für Magic Ratsche. Die Dinger mal komplett raus. Das ist die erste. Für die Verkleidung kommt hier runter und da vorne ist sie nur gesteckt. Ist noch eine Rastnase dran. Zur Demontage der Servopumpe ist hier die Einstellung der Spannung, aber wir müssen die Pumpe auch locker machen, dass sie drehen kann. Das ist zum einen die Schraube hier außen, das seht ihr gut an dem Langschlitz. Und jetzt die passende Schraube hier oben. Hier oben ist die Achse, wo die Pumpe dreht. Und wenn er eine andere Schraube aufmacht, dann macht er die Pumpe selbst auf, also Vorsicht. Fangen wir mal mit der an. Nur lösen, muss ich ja nachher nur bewegen. Die obere Schraube hat das lustige Schlüsselmaß von 16. Die lassen sich immer wieder was einfallen bei VW. Nur lösen. Reicht. Jetzt kann sich die Pumpe drehen. So, das ist der Spannmechanismus der Servopumpe. Der hat außen 22 zur eigentlichen Spannung und als Konterschraube 13. Für außen benutzen wir einen Krähenfuß und dann können wir aufmachen. So jetzt seht ihr, wie ihr diesen Spannmechanismus ganz toll wegkurbeln könnt. Und dann kann der Riemen runter. Das war schon mal der Servoriemen. Für den Spannarm des Keilriemens gibt es ein spezielles VW-Werkzeug. Es geht aber auch mit einem Engländer, den man hier ansetzt. So, ich muss den Riemen entspannen. Jetzt kann der schön brav von allen Rollen abgenommen werden. Der eigentliche Zahnriemenschutz hat hier zwei Klemmen. So, jetzt sind wir allmählich am Corpus Delicti. Der Zahnriemenschutz ist einmal hier fest
obere Schraube der Zahnriemenverkleidung. Dann sitzt er da hinten an der Spannrolle nochmal. Die Spannrolle können wir auch gleich lösen. Die hat hier 6er Imbus und da unten ganz versteckt nochmal. So, und da unten hat sie nochmal einen zweiten. Okay, auch auf. Die Rolle hat nochmal einen 5er Imbus, mit dem man bei den ganzen Schläuchen schlecht beikommt, aber er geht auch nicht allzu schwer auf. Jetzt ist er erstmal auf und dann können wir die Rolle rausnehmen. Und jetzt haben wir die Rolle. Dann könnt ihr die Achse hier rausziehen. Die zweite Verschraubung der unteren Zahnriemenverkleidung sitzt hier unter der Spannrolle. Die Kurbelwelle dreht er hier mit dem 19er Vielkant durch. Jetzt könnt ihr das auch mit dem 19er Vielkant blockieren, um die Schrauben von der Antriebsscheibe da abzudrehen. Und jetzt können wir die hier aufmachen. Und weiter zur nächsten. Und dann können wir die nächste aufmachen. Und die letzte. So, irgendwann haben wir die letzte und dann kommt auch der Schwingungsdämpfer. Und der zweite gleich mit. Eine weitere Schraube der Zahnriemenverkleidung, diesmal die Imbusschraube, ist hier unten im Eck. So, jetzt gibt es noch eine weitere. Direkt oberhalb der Kurbelwelle hier rein. Damit kommt dann auch die ganze Verkleidung. Zündverteiler ist hier noch ganz klassisch. Der ist nur einmal hier geklemmt und die gleiche Klemme auf der Rückseite. Dann könnt ihr den Zündverteiler rausnehmen. Das Interessante an einem Zahnriemen ist, dass er den Bezug zwischen der Nockenwelle und der Kurbelwelle herstellt. Bei diesem Motor haben wir noch eine Spezialität, der hat noch eine Zwischenwelle. Das ist dieses Rad hier, welches den Verteiler ansteuert. Das heißt, der Bezug zwischen den Zahnrädern muss absolut erhalten bleiben. Deshalb hat jedes Zahnrad eine Markierung und die stellen wir jetzt alle auf OT. Auf dem Zahnrad ist eine Markierung zwischen dem O und dem T. Die muss mit dem Pfeil auf dem hinteren Gehäuse fluchten. Das war für die Nockenwelle. An der Zwischenwelle ist eine Markierung, die mir aber nichts bringt, weil sie sich auf den Schwingungsdämpfer bezieht. Deshalb hat hier schon ein intelligenter Zeitgenosse eine zusätzliche Markierung gemacht. Das nehmen wir nachher für die Zwischenwelle. Der Zündverteiler muss auch auf der Markierung für Zylinder einstehen. Das ist aber nur ein ungefährer Bezug, da seht ihr, wie weit der Motor ungefähr ist. Das ist nicht genau genug zum Einstellen. Auf der anderen Seite des Motors, an der Kupplungsglocke, ist hier oben ein Gummistöpsel, den könnt ihr wegnehmen und dann hat man Zugang auf die Schwungscheibe. Okay. Auf dem Zahnkranz sieht man eine weitere Markierung, so ein kleiner eingefräster Strich und oben ist ein Pfeil. Jetzt seht ihr, dass der Strich von der Kurbelwelle genau mit dem dreieckigen Markierung fluchtet. Das heißt, wir haben jetzt alle Zahnräder auf OT. Hier an der Spannrolle seht ihr auch, wie nötig es ist, immer die Rollen mitzuwechseln. Die hat nämlich schon Fettaustritt, das wäre nicht mehr lang gut gegangen, obwohl die Laufleistung der Rolle noch nicht einmal besonders groß war. Wenn alle Markierungen stimmen, können wir auch die Spannrolle lösen und den Zahnriemen wechseln. So, das war die Spannrolle. Die wird nachher im Uhrzeigersinn gespannt. Langsam abnehmen. Wir haben den Zahnriemen. Die Spannrolle entnehmen wir auch gleich und tauschen sie gegen die neue. Dann die neue gerade mal lose einhängen.
Wir machen es hier nachher fest. Riemen drauf, wir beginnen mit der Kurbelwelle. So, wir sind jetzt über die Kurbelwelle, über die Zwischenwelle und jetzt müssen wir noch hier langsam auf die Nockenwelle kommen. Zum Spannen braucht man natürlich wieder ein Spezialwerkzeug, aber ihr seht ja meine Konstruktion, so geht es auch zur Not. Dann müsst ihr hier die Mutter mal vorsichtig anziehen und dann kümmern wir uns mal um die Spannung. Spannen dann erstmal relativ stramm. Wenn er richtig gespannt ist, muss er sich auf der Strecke gerade um 90 Grad verdrehen lassen. So würde er meiner Ansicht nach relativ gut sitzen. So, nachdem wir den Zahnriemen gespannt haben, checken wir die Markierungen. Die stimmt. Zwischenwelle stimmt. Kurbelwelle am Schwungrad stimmt auch. Perfekt. Jetzt drehen wir den Motor zweimal durch. Allzu viel Platz hat man hier zum Drehen nicht, das dauert also eine Weile. Nach dem zweiten Durchdrehen habe ich nochmal alle Marken kontrolliert, die stimmen. Wir schauen auch nochmal nach der Spannung. Die ist gut, reichlich, aber wir lassen es mal so. Dann müsst ihr die Spannrolle mit 45 Newtonmeter anziehen. Als nächstes kommt dann die untere Zahnriemenverkleidung rein, die dürft ihr auf keinen Fall vergessen, sonst geht nämlich da gar nicht viel bei dem Auto. Die große Schraube kommt hier, die kleine Sechskantmutter war hier. Dann kommen die zwei Imbusschrauben, kommen von unten drauf, die eine ist hier, die andere ist hier. Könnt ihr dann auch gleich anziehen, die unteren. Die oben ziehen wir dann auch kräftig an. Die kann ruhig ein bisschen kräftiger. Die kleine. An den Schwingungsdämpfern ist hier eine Kerbe und auf der Abdeckung ist ein Pfeil und das muss nachher wieder zusammenpassen. Das innere Rad passt nur in einer Stellung. Seht ihr, jetzt passt es hier nicht, das passt nur so. Nur wenn ihr nachher unterm Auto seid, seht ihr das ja nicht richtig. Deshalb ist es günstig, dass wir uns zur normalen Marke hier nochmal einen Punkt setzen. Bisschen nach rechts. Von mir. Oh, ja, das. Die Schrauben müsst ihr mit 20 Newtonmeter anziehen. Okay, 20 Newtonmeter. So, und 20 Newtonmeter. Die ist los auf jeden Fall. Und 20 Newtonmeter für die letzte. Die Rolle am Spannarm wechseln wir natürlich auch. So, können wir die Rolle lösen. Das war schon die ganze Rolle. Jetzt kommt hier wieder die neue Rolle drauf. Und 20 Newtonmeter. Auf die Achse könnt ihr ruhig einen Hauch Fett machen. Seht ihr, wie die jetzt flutscht. Den Keilriemen wieder über die ganzen Räder hier fuddeln und dann, dass er da unten durchkommt. Die Rolle hat nur zwei Möglichkeiten. Ihr müsst die wählen, dass das Federende hier steht und jetzt können wir sie wieder festschrauben.
Dann kommen die zwei großen Imbusschrauben wieder seitlich rein. Kommt in die Mitte rein. Die hält nur die Rolle. Okay, die kleine ist handfest, die äußeren sind handfest. Jetzt geht es mit Drehmoment weiter. Die kleine in der Mitte bekommt 10 Newtonmeter. So, die großen zieht er mit 20 Newtonmeter fest. Okay, und 20 Newtonmeter für die untere. Ja. Und wir haben ihn drauf. Jetzt müsst ihr auch schauen, dass er überall in der Mitte läuft. Da sowieso. Und da muss er auch in der Mitte laufen. Perfekt. Jetzt muss noch der Servoriemen rein, also für die Servopumpe. Ich schiebe den Riemen von unten ein, dann sind wir mal über die zwei Räder. Und jetzt muss er noch über die Servopumpe mit dem Spannmechanismus. Oh, was ist denn da drüber? Ich bin mal ganz draußen. Krieg ich nicht. Zum Spannen des Servoriemens benutze ich folgendes Instrument, also hier wieder der offene 22er und dann einen Drehmomentschlüssel, wo man das aktuelle Drehmoment ablesen kann. Hier, der Riemen muss mit 7 Newtonmeter gespannt werden, nur ist das in der Achse verlängert, das heißt, das ist ungefähr ein Siebtel der Strecke, bei 6 Newtonmeter liegen wir dann richtig. Jetzt ein bisschen noch mehr, noch, stopp. Und dann zieht ihr die Schraube fest. Gut. So, in der Position zieht er die Klemmschraube mit 25 Newtonmeter an. Dann gleich die Gegenseite mit 25 Newtonmeter. Da müsst ihr auch oben die Schraube an der Achse wieder zumachen. Jetzt steht lustigerweise im Etzold, das sollen auch 25 Newtonmeter werden, aber das ist eine 10er Schraube. Da sind wir bei 40 Newtonmeter richtiger. Okay, und gut. Nachdem wir jetzt alle Riemen drauf haben, kontrolliere ich zur Sicherheit nochmal die OT-Stellung des Motors. Ich kurbel ihn also jetzt nochmal durch. Kurbeln wir den Motor also wieder mit der 22er 12-Kantnuss durch. Jetzt fluchtet die Maige auf dem Zahnrad, also mit OT beschriftet, genau mit dem Pfeil am Gehäuse OT beschriftet. Mittlerweile habe ich die OT-Markierung auf dem Schwungrad ein bisschen rot markiert, dann sieht man es für die Kamera besser. Und ihr seht, auch die steht genau auf dem Pfeil. Dann kann auch die Verkleidung wieder drauf, da vorne wird sie nur gestreckt. Und hier oben angeschraubt. Da waren die lustigen kleinen Schrauben drin. Hier war die eine. Und die andere sitzt hier. Die zieht er dann mit ein bisschen Gefühl an. Der Verteiler kann jetzt auch wieder drauf. Jetzt macht er erst den Gummi da unten rein. Einmal so, genau so muss der hängen. Der braucht nachher dann eine ziemliche Kraft. Dann kommt das Gehäuse ganz nach hinten rein. So, das müsst ihr dann so reinschieben, dass auch hier die Füßchen passen. Und hinten darf er nicht hoch, genau so sitzt er. Jetzt kann der Gummi da wieder drüber. Dann kommt der Luftfilter wieder rein. So, jetzt dürft ihr den Ansaugschlauch für die warme Luft nicht vergessen, die kommt hinten vom Krümmer. Sonst fühlt er sich im Winter nicht so gut, der Kleine. Und die hatte hier eine Klemme, die können wir dann so festschrauben.
festziehen. Gut, das reicht schon. Und die Fronten am Filtergehäuse auch. So, jetzt steckt er den Ansaugrüssel noch da rein. Dann wird das Oberteil des Filtergehäuses eingesetzt. Das passt hier schon, da ist auch der Luftmengenmesser drauf. Hier sind die lustigen Verschlüsse. Die vorderen sind ja kein Problem. Richtig lustig sind die hinteren. Der untere Schlauch war der kurze und der lange kommt oben drauf. Anschlüsse wieder gemacht werden. Der hier. Sonst wackelt es in der Gegend rum. Die ganze Geschichte, aber noch ein paar Versuchen kriegt er dann auch irgendwie drauf. So, nach einigem Gewirke sitzt er dann auch. Dann machen wir noch die 2 Clips drauf, das war schon alles. Unten hält er von alleine. Jetzt kommt noch die komische Luftverteilung da und das war's dann auch schon. So, der muss so drauf. Und jetzt müssen wir hier alle Leitungen treffen. Die muss dann da rein. Müssen wir so da drauf. Da die zweite Klemme. So drauf. Dann kommt die muss ich hier und hier eingreifen nachher. Jetzt müssen aber hier die ganzen Schläuche drauf und der hat sich jetzt total daneben erwischt. Der hier muss flächig drauf sitzen, der muss da hinten wieder ganz reingerutscht sein. Hier müssen wir drauf sein. Da machen wir nachher noch einen Kabelbinder dran, dass das nicht so wackelt. Da müsst ihr noch die ganzen Klemmen zumachen. Ganz drauf schieben, Klemme wieder drauf. Anziehen, gut ist. So, dann kommt auch die Schelle wieder drauf, dass er hier keine Falschluft mehr ziehen kann. Der Pluspol wieder dran. Wenn er mit dem Pluspol arbeitet, dürfte jetzt nirgends rankommen, aber bei dem Auto ist das ja hier in der Richtung auch keine Gefahr. Jetzt kommt der eigentlich spannende Moment. Läuft er noch? Bei diesem Motor mit seiner komischen Zwischenwelle, um den Verteiler anzutreiben, gehört die Zündungseinstellung zum Programmpunkt Zahnriemenwechsel dazu. Gyroskop dann anschließen und dafür haben wir Plus und Minus. Plus kommt natürlich an den Pluspol, Minus kommt an den Minuspol und dann müssen wir den induktiven Geber auf Zylinder 1 von Zylinder 1. Das ist der induktive Geber. Zur Messung des Zündzeitpunkts muss der Motor betriebswarm sein. Dann muss der Stecker des Temperaturgebers hier abgezogen werden. Zur Messung des Zündzeitpunkts müsst ihr den Stecker abziehen. Wenn er nicht anspringt, zieht er den Betrieb ab und dann macht er hier an der Drosselklappe 2000 Umdrehungen. Und ihr seht, wunderbar auf den grünen Punkt, da brauchen wir gar nichts machen. Perfekt. Steht genau drauf. Der grüne Punkt ist an einer zweiten Markierung, die sich 6 Grad vor der OT-Marke befindet. Zum Schluss dürft ihr den hübschen Stöpsel wieder stecken und euch die Finger verbrennen da unten. Auch das haben wir wieder geschafft. Jetzt wisst ihr, wie man beim 35i mit dem 2 Liter 2E Motor den Zahnriemen wechselt. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.